In so einem Hotel übernachtet man gern. Oder was meint ihr? Bleibt bis zum Ende dran und entscheidet selbst. Hallo und willkommen auf meinem kremtastischen Kanal. Ich bin der Damir und heute habe ich euch wieder ein älteres Set mitgebracht. Von Funhole damals, die mittlerweile Lumibrix heißen, das Twilight Hotel. Ne, das Twilight Motel. Mit der Setnummer F9054 und 1970 Teilen. Von der Road Trip Serie. Hier sehen wir eine schöne Box. Ein einsames Hotel in der Wüste, so würde ich mal sagen. Ja, was hat die Box noch? Ach guck, die hat schon ein bisschen gelitten mit der Zeit. Hinten haben wir ein paar Fotos aus dem Inneren. Da kann man gleich sehen, wollen wir da übernachten oder nicht? Aber hier ein Billardtisch, da kann man schon sehen, sehr viele Prints. Und nochmal hier an der Seite hat man so ein bisschen Twilight Motel Werbung, dass es in der Wüste ist mit den Kakteen. Ja. Ach guck, das Auto leuchtet noch. Und da seht ihr schon ein kleines Manko. Aber gehen wir der Reihe nach. Die Bauanleitungen. Wir haben 2 Bücher. Und hier war noch bei Lumibrix so, dass sie nicht so auf diesen so vielen verschiedenen Sprachen das hatten. Auf Seite 4 quasi geht es zur Lichtüberprüfung und Seite 11 startet schon der Bau. Aber wir haben ein paar schöne Bilderchen. Also das ist das gleiche Bild wie auf der Box. Dann habe ich hier so ein schönes Bild. Das Bild ist cool. Und noch ein paar Sachen von Inneren. Und, guck, Richard und Jason Bolt. Sind das wahrscheinlich die Besitzer. Und ja, da sieht man wieder, das ist eine kleine Bar, Pooltable, Jukebox. Schauen wir uns alles noch an. Und hier sieht man auch schon die ganzen Beleuchtungen, die es gibt. Und von denen gibt es einiges in diesem Set. Und da startet der Bau. Wie immer große Bauschritte, was neu ist, ist rot umrandet. Bei den Beleuchtungen, hier sieht man, das wird alles schön angezeigt. Quasi jede Noppe oder jeden Zentimeter, den man da verbaut, wird richtig gut angezeigt. So. Dann die Bauanleitungen insgesamt haben 420 Seiten, 610 Bauschritte und das Set hat 11 Bauabschnitte. Macht 3,23 Teile pro Bauschritt und ca. 180 Teile pro Bauabschnitt. Gute Bauanleitungen. Dann hier schon mal das Set. Das Set hat die Maße. Je nach Einstellung dieser Palme, ja, das variiert, wenn ihr seht, das kann man ja ein bisschen auch so drehen, dann nimmt es weniger Platz weg und so. Aber auf jeden Fall, ich habe jetzt so gemessen, dass es eine Breite von 47 cm hat, eine Höhe, die wurde hier gemessen, von 30 cm und eine Tiefe, wie gesagt, wieder kommt drauf auf die Palme an, von 31 cm. Das Set hat ein Gewicht von 2181 Gramm. Das kleine Autochen, das hat eine Länge von 14 cm, eine Breite von 6,5 und eine Höhe, wenn man sich hier misst, von 4,5 cm. Und man sieht, ja, wenn ihr da so fährt, das viel sieht ihr nicht.
Aber es ist zumindest beleuchtet. Der Preis. Aktuell auf der Lumibrix Webseite steht, dass es in der UVP 125 Euro kostet. Das wären 6,35 Cent pro Teil oder 5,73 Cent pro 100 Gramm. Toller Preis. Aber es gibt auch einen 25% Rabatt nur für den deutschen Markt auf der Lumibrix Webseite. Da würde es so umgerechnet 93,75 Euro kosten, 4,76 Cent pro Teil und 4,3 Euro pro 100 Gramm. Da ich dieses Set seit längerer Zeit aufgebaut habe, damals hatte ich noch keine Reviews gemacht, hatte ich auch keine Liste, wo ich mir aufgeschrieben habe, wie viele Prints dabei sind und so. Deswegen habe ich mir die Info von der Merlin-Steine geholt und da steht, dass es 31 bedruckte Teile hat. Was die Beleuchtung angeht und die LEDs, da steht auf der Lumibrix Webseite, dass es 22 Lichtpunkte hat und 7 LED-Streifen. So, das Set hat 5 Minifiguren. Die blende ich euch jetzt ein. Und da sehen wir so einen Typen mit so Afrohaaren. Und gleich daneben ein Mädel, so aus dieser 70er Jahre Hippie-Zeit. Und daneben die Dame im blauen Anzug. Ich würde sagen, sie ist so Zimmermädchen oder halt Mitarbeiterin von Hotel. Daneben ist der Typ mit der Motorradjacke und dem Bart und dem Helm. Ich würde sagen, der ist einfach ein Besucher. Ja. Und ganz rechts sehen wir, ich würde jetzt sagen, auch den Mitarbeiter von Hotel, der auch in der Bar arbeitet. Schöne Minifiguren, keine Wendegesichter, keine bedruckten Beine, aber vorne und hinten der Oberkörper bedruckt. Und ich habe jetzt auch keine großartigen Probleme bei der Bedruckung gesehen. Vielleicht beim ganz rechten Typ, vielleicht sollte das ein weißes Hemd sein, das wissen wir nicht. Aber wenn weiß auf schwarz gedruckt worden ist, wissen wir, dass das nicht klappt. Ich vermute mal, die Bauzeit würde 4,5 Stunden dauern. So, wenn ich berechne, wie lange ich brauche für normalerweise so Sets. Aber hier habe ich auch kein Speedbild. Daher kommen wir gleich zur Beleuchtung. Beim Auto können wir die hier anmachen. Und das leuchtet schön vorne und hinten. Und das ist so quasi die Garage fürs Auto. Ist immer gut. Ich finde gut, dass ein Hotel eine Garage hat, die überdacht ist. Und hier ist die Batteriebox. Die ist hier jetzt nicht versteckt, sondern einfach so draußen angebracht. So, und machen wir jetzt mein Licht aus und zeigen wir das schön. Und was man gleich bemerkt, dass hier so flackert wie in einer Disco. Das ist richtig cool beleuchtet, diese ganzen Schilder. Hat richtig diesen aus dem amerikanischen Filmen-Vibe, wie so ein Motel aussieht in der Wüste. So, wenn wir es drehen. Wir haben auch einen kleinen Balkon. Das ist quasi von dem VIP-Zimmer. Und der hat sogar einen Balkon. Da man ja wahrscheinlich nicht drinnen rauchen kann. Super gut, dann kann man draußen rauchen. Und das würde ich meinen, das ist so ein Gemeinschaftsbereich. Ja, und schon haben wir einen Rundumblick fertig. Und machen wieder mein Licht an. Und dann nehmen wir das Set jetzt ein bisschen auseinander. Tun wir erstmal die Sachen weg, die abfallen können. Wie das Auto. Also nochmal keine Türen, aber es fährt gut rum. Die Minifigur kann jetzt nicht richtig stabil drinnen sitzen bleiben. Aber mei, ich würde sagen, das ist nur eine Andeutung. Aber cool, dass es vorne und hinten beleuchtet ist. Das ist, ja, ich habe wieder den Namen vergessen, wie man das sagt. Also Metallic Silver ist es nicht. Pearl Silver. Ne. Und jetzt ist es abgefallen. Geht wieder.
Und man kann entscheiden, ob die Lichter vorne gelb oder weiß sein sollen. Die Palme tue ich auch weg. Finde ich aber cool, wie es gebaut ist. Aber sie fällt immer wieder runter. Man kann sie auch so ein bisschen einstellen. Ist beweglich. Machen wir hier das Licht aus. Und was gibt ja das Motorrad. Hier auch nett. Ich glaube, das habe ich bei einem anderen Set gesagt. Wie cool wäre es, wenn sie eine Lösung finden würden, dass jetzt auch beim Motorrad diese Vorderlampe leuchtet. Das wäre geil. Aber hier, Motorrad, da kann man auch die Minifigur recht gut hinstellen. Die sind schon für die gemacht. Aber da sieht es halt so aus. Oh, so. Und ja, man kann natürlich auch den Helm hintun, wenn man die Haare wegtut. Aber das wird das dann. Motorrad tun wir auch weg und die Figuren hier auch. Das tun wir auch weg. Das ist quasi der Wagen von dem Zimmerservice, würde ich mal meinen. Nett gebaut. So richtig drehen sich die Räderchen jetzt nicht. Aber das ist auch so nur eine Andeutung. So. Nehmen wir erstmal das Dach ab. Und schauen wir mal, hier ist das Verbindungsstück. Und man sieht, das ist jetzt in weiß. Oh, und hier sieht man auch über die Kamera sogar besser diese Farbabweichung. Ja, Mai. Haben die irgendwie alle Hersteller ein bisschen. So, und da muss man jetzt aufpassen, wenn man es runternehmen. Ja, natürlich. Ah ne, es hat geklappt. Super. Und das ist das Dach. Schönes Schild vorne. Alles, was ihr seht, sind bedruckte Teile. Hier auch schon eine Antenne. Oben ist es halt nicht gefliest. Finde ich jetzt auch unnötig, aber eine coole Bautechnik ist umrandet. Und keine Farbkodierungen. Und dann nehmen wir das jetzt so runter. Und das geht hier auch, wie man sieht, auch über die Treppe. Und hier ist die Verbindung stecken geblieben. So. Versuche ich das nur nach gleich. Wo war das? Ah, hier. So. Und dann machen wir hier das. Gut. So, und dann sehen wir hier, haben wir auch Zimmernummern. Hier Road 00. So. Das ist so richtig amerikanisch gemacht, dieses Set. Hier dieses LED habt ihr vorhin gesehen, das leuchtet so durch. Da ist eine LED und da. Und das leuchtet quasi durch dieses Ding. Ich weiß nicht, wie es heißt. Hier auch eine Zimmernummer, hier bedruckte Teile, hier eine Lampe. Und hier nochmal der Balkon, auch schön hier beleuchtet. Und dann kommen wir zu den Zimmern. Mehr kann man es ja leider nicht aufmachen. Mittlerweile würde es wahrscheinlich bei Lumibrix hier aufgehen oder da oder sowas. Aber hier kann man das rausnehmen. Hier haben wir so den Fernseher. Sogar mit, was steht drauf? Kann man es lesen? Action News. Und ich versuche es jetzt auch wieder reinzutun. Schöne Vorhänge, Lampe, Bett. Hier so ein Hippie-Foto. Und da haben wir auch so eine Toilette. Das ist so Toilette oder Dusche in einem, weil das soll ja der Duschkopf sein. Da ist hier jetzt Vorhang und da ist die Toilettenschüssel, aber unten ist auch quasi gefliest. Und ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt ein Spiegel sein sollte. Mittlerweile tut auch da Lumibrix so richtige Spiegel rein. Und dann haben wir noch dieses zweite Zimmer. Oh, da ist das Bett nicht gemacht. Aber da haben wir auch eine Taste dabei, da haben wir ein Telefon. Und ja, die Türen halten leider in diesem Set nicht sehr, sehr gut. Zum Beispiel diese hält besser, aber diese nicht so. Ja, und da haben wir auch einen Fernseher und die gleiche Dusche. Hier ein Motorradfoto. Vielleicht ist es ein Stammgast, der Typ auf dem Motorrad. Ja, und das wäre das Obergeschoss. Dann könnt ihr ja sehen,
Hier, wie das vorne gebaut ist. Hier Office and Bar, hier sieht man auch ein Print. Kann man den sehen? Twilight Motel, hier schöner Garten. Entschuldigt den Staub. Ich habe es wohl nicht sehr gut entstaubt vor der Aufnahme. Und das größte Highlight ist ja wirklich das hier, wie das beleuchtet ist und dieses Rad hier auch beleuchtet, diese Root Bar TV, das ist richtig, das hat so einen coolen Eindruck. Und das ist hier dieses wieder Metallic Silver, deswegen, wie nennt man das? Pearl Silver? Keine Ahnung. Hier hat man noch eine kleine Klimaanlage und kommen wir jetzt zum Untergeschoss. Das könnte man theoretisch auch runternehmen, aber dann würde hier das Problem entstehen, deswegen lassen wir das. Ist ja auch nichts. Die Garage ist einfach leerer Raum. So. Und dann sieht man hier Billardtisch mit Kös, Picado. Hier ist die Jukebox. Hier, die kann man auch rausnehmen. Kann man rausnehmen und auch ein bisschen kaputt machen. Aber nicht schlimm. So. Ach so, das hält auch nicht so richtig. Okay, ich erinnere mich ja nicht mehr, wie es gebaut war. Aber guck die Prints an und alles. Coole Jukebox. Tun wir sie wieder rein. Versuchen wir das wieder zusammenzubauen. Ja. So. Und dann kann man das auch rausnehmen, ohne dass man... Oder das ist auch... das ist... das hängt an der Beleuchtung dran. Aber die Bar ist richtig cool gemacht. Richtig gut. Zapfanlagen, Gläser, die hängen. Unten gibt es auch da Andeutungen an Whiskys und alles. Richtig coole Bar. Manchmal wünsche ich mir sowas in den Motels. Hier Roadtrips, Bedruckungen und alles. Und hier diese ganze Wand mit den ganzen Bedruckungen. Richtig cool. Und hier Bartische, Billard mit den Kös. Cool. Der Spaß, weiß ich das. Also, das war schon lange her, dass ich es gebaut habe. Aber ich hatte bis jetzt mit jedem Lumibrick Set oder Funhole Set Spaß beim Bau. Ja, was man machen könnte ist, dass man die Batteriebox anders verstecken hätte können. Das ist auch cool gebaut, wie das steht. Es ist auch gut stabil. Dieses Teil hier, das sollte eigentlich irgendwo hier kleben, aber das klebt sich ja immer ab. Aber ich finde es cool. Für mich sieht es schick aus. Steht ja bei mir schon, ja, ich glaube, ich habe es gleich bei Release gekauft. Und ich habe da nur so ein 60-Dollar-Coupon eingelöst. So viele Rabatte, also ich glaube, jetzt ist der größte Rabatt auf dieses Set. Und ja, da ja mittlerweile Lumibricks oder halt die ganzen Funhole Sets, habe ich das Gefühl, dass sie vom Markt gehen sollen. Und die Frage ist, wie lange bleibt auch dieses Set noch auf dem Markt? Falls euch das gefällt, dann könnt ihr das gerne über meinen Affiliate-Link kaufen. Und wenn es immer noch 25% Rabatt gibt, dann müsst ihr auch nicht meinen Code Glamtastisch benutzen, sondern einfach den Affiliate-Link. Und da habt ihr trotzdem diesen Rabatt von 25% und könnt mich damit unterstützen. So. Ich finde das Set cool. Ich arbeite in der Gastronomie, ich bin Koch, deswegen für mich ist sowieso immer, wenn es so ein bisschen Gastronomie hingeht, ich mag halt sowas. Falls ihr mein Video von dem italienischen Restaurant geschaut habt, ja, da bin ich ja total ausgeflippt, weil das war ja voll mein Ding, also da war ja auch eine Küche dabei. Das ist hier jetzt nur so ein Hotel, weil ich und meine Frau, wir verreisen so oft wie möglich und gehen gerne in Motels. Für uns ist halt nur wichtig, dass immer Hunde dabei sein dürfen und dass wir eine Garage haben. Schreibt mir gerne in die Kommentare, habt ihr es gebaut? Wie findet ihr es? Wollt ihr es noch vielleicht besorgen? Von mir aus klare Empfehlung. Es hat noch kleine Mankos,
wie zum Beispiel diese bisschen Farbabweichungen, diese Stromverbindungen, das hätte es definitiv nicht für Kinder gedacht, das ist für Erwachsene, für seine Stadt, für das Regal, für Ausstellung. Ja, und wem das so optisch gefällt, wie mir, denke ich, kann hier nichts falsch machen. Und ich finde auch den Preis wirklich in der UVP, was haben wir da gesagt? 6,35 Cent und aktuell mit dem Rabatt unter 5 Cent pro Teil, finde ich super. Dann kann ich nur noch sagen, danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, die Vorstellung hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal und ich wünsche euch noch einen schönen Abend.